Hallo ihr lieben Skorpione, wir schauen für euer Kollektiv in eine Legung. Was darf ich weitergeben? Was ist wichtig für euch? Welche Themen sind energetisch da? Wir haben die Anemone. Hier kann sein, dass man irgendwo ein bisschen verängstigt ist oder Sorgen hat oder zweifelt. Möglicherweise ist es auch so eine Zeit, wo man versucht, Ängste zu überwinden. Wir haben das Schneeglöckchen, das ist wunderbar. Hier geht es um etwas, was sich in uns klärt, wo wir wieder zur Reinheit gehen, ne? Wo wir die zarte Seite mehr entdecken, wo wir Widerstandskraft haben. Es ist die Karte des Gerichtes auch im Tarot. Und wir haben die Amaryllis noch mit dabei. Übrigens eine meiner Lieblingsblumen. Hier geht es um Respekt, Bewunderung, Anmut, Würde. Es kann ja auch sein, dass man durch gewisse Ängste gegangen ist und mit dem Schneeglöckchen, das ja nach dem Winter dann sozusagen überlebt hat und einfach eine eine Wiedergeburt auf uns zukommt, irgendwas, wo wir wieder aufstehen. Wir haben den durchlebten Winter hinter uns, die Dinge sind auf neu und unvoreingenommen. Man soll sich hier nicht unterschätzen. Wir haben sehr viel mehr Widerstandskraft und Potenzial, als wir glauben. Hier kann auch sein, dass eine neue Liebe im Begriff ist zu entstehen oder Partnerschaften auf dem Weg sind. Oder Sachen, die man einfach auch gemeinsam meistert, bis wieder der Frühling anbricht. Hier kriegt man irgendwo auch Anerkennung her für das, was man schon erlebt hat. Und es kann hier tatsächlich sein, dass sich jemand zeigt, der uns sehr zugeneigt ist. Vielleicht bewundert uns jemand sehr oder wir bewundern jemand sehr. Es können auch im beruflichen Bereich neue Freundschaften geschlossen werden. Es kann sich hier aber auch aus einer Freundschaft eine Liebe entwickeln. Dann gucken wir ein bisschen weiter für die Skorpione. Tatsächlich haben wir hier den Ring, es geht um Bindungen, Beziehungen, es geht um Sehnsüchte in diesem Bereich, Veränderungen. Das ist sehr schön, wir haben die warmen Tage dabei, wir haben den Sommer dabei. Wir haben Veränderungen, die gute Energie mitbringt, auch im finanziellen Bereich und im beruflichen Bereich. Ich denke, dass einige sich auch wieder in Bewegung setzen, um ihre eigenen Wünsche durchzusetzen. Ich denke, dass viele auch auf der seelischen Ebene ein sehr genesendes Potenzial wieder haben. Es zeigen sich hier tolle Verträge, tolle Beziehungen. Möglicherweise sind die ein oder anderen dabei, zu verreisen oder mit dem Ausland zu korrespondieren. Man sieht Einladungen, man sieht Treffen, man sieht Wege, Chancen, die genutzt werden, um langfristig auch weiterzukommen. Man ist hier auch nicht mehr gewillt, so falsche Energien auszugeben. Das heißt, irgendwo hat man vielleicht etwas investiert und es ist nichts dabei rausgekommen, außer dass es Energie gekostet hat. Hier ist es so, ich brauche ein bisschen mehr Platz, ihr Lieben, entschuldigt.
dass man neue Wege sieht, verkürzte Wege auch, Minimalisierung und trotzdem kommt man mit irgendetwas ganz gut raus. Für viele ist es hier im beruflichen, für viele ist es am finanziellen Bereich mit dran. Eine ganz andere Energie, eine Einsicht auch. Ne? Man erkennt hier irgendwie, wo etwas in die falsche Richtung lief und das möchte man so nicht mehr. Wir haben die kurzen Wege dabei, wir haben mit den Sternen und der Sonne in der Korrespondenz natürlich eine grandiose Kombination. Hier sind schnelle Richtungswechsel, hier sind auch Sachen, wo man sehr schnell aus einer stagnierenden Situation rausgeht. Es geht um Nähe- und Distanzthemen in der Liebe. Es kann sein, dass man das Herz wieder öffnet, dass man Herzensprojekte anguckt, dass man eine verbindliche Liebe lebt, dass man da was verändert, wo sich lange nichts getan hat. Ich habe hier auch eine Veränderung, die kommt durch eine Blockade, die durch Zweifel entstanden ist oder durch eigene Ängste und Sorgen oder Unsicherheiten. Ich habe, dass wir uns hier auf ein stabiles Fundament zuarbeiten. Ich habe Finanzen, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Hier zeigen sich noch Möglichkeiten. Der ein oder andere gibt vielleicht Wissen weiter, macht Kurse oder investiert in eine Fortbildung. Der ein oder andere hat vielleicht einen Auftraggeber, der neue Dinge mitbringt. Auch im finanziellen und beruflichen Bereich oder Gespräche mit dem Chef. Wir haben hier eine Zeit vor uns, bei der wir sehr viel entscheiden müssen, sehr viel mit Entscheidungen an sich zu tun haben. Wir haben die Blumen davor, es gibt gute Möglichkeiten, es gibt Sachen, die wir gut nutzen können und die auch so sind, wie wir sie brauchen. Ich habe hier tatsächlich das, was die Anemone hier mitbringt. Ne? Hier ist so der Mond und die Sense, das ist für mich diese Kombination, wo wir halt extremst mit unserem Gefühlleben konfrontiert sind, wo wir vielleicht auch mal eine kurze Zündschnur haben, wo uns Dinge bewusst werden. Aber auch zugleich ich beschneide mich mal diesen Blues, den ich da habe und mache mich auf den Weg in etwas Schöneres. Es ist wieder eine sehr aufklärende Zeit. Ich habe hier Wachstum im Bereich Familienthemen, Kinderthemen, Sachen, mit denen man nicht im Frieden ist. Ich habe das Klären von häuslichen Situationen. Ich habe Umzüge dabei. Das ist hier unter einem sehr guten Stern. Aber ich habe tatsächlich auch Schicksalspartner, Sachen mit Partnerschaften. Wenn wir in die Korrespondenz gehen, dann haben wir das Gegenüber hier mit dem Kreuz, mit den Emotionen. Können auch so partnerschaftliche Sachen sein, die sich hier zeigen, die man hier so nicht mehr möchte. Ne? Ich habe für einige, dass sie Freundschaften hinterfragen, dass sie auch Menschen zurücklassen. Ich habe auch für einige, dass diese einem sprichwörtlich im Rücken hängen. Ne? Auch das ist sowas, ne? Wo investiere ich zu viel, wo brauche ich auch meine Zeit für mich. Ich sehe hier sehr viele Nachrichten, die können jetzt Verstrickungen lösen, die können aus Familienthemen sein, es kann um Geld gehen, es kann um Häuslichkeiten gehen. Ja, aber auch den beruflichen Bereich und das Gegenüber dabei. Also scheint irgendwie ein sehr bewegter Monat zu werden. Hier ist auch irgendwie das Lösen eines emotionalen Konfliktes. Ne? Man hat hier irgendwie die Nase voll, man haut auf den Tisch und man hat irgendwelche Sachen, die man nicht mehr so möchte, auch emotional. Hier können auch Angebote sein, die aus dem Ausland kommen oder mit dem Verreisen zu tun haben, dass die unsere Wege ein bisschen mit beeinflussen. Es können auch Personen sein, ne? oder von Personen. So, was ist der Glücksimpuls für die Skorpione? Haben wir 2 gekriegt, das ist das Aha-Erlebnis.
und wir haben einen karmischen Zyklus, der beendet ist. Da ist eine ganz neue Zeit, die in irgendwelchen Bereichen anbricht. Ein neuer Weg wird frei, der auch leichter ist. Wir nehmen noch eine vom verlorenen Tarot. Da haben wir die Maske mit dabei. Unterm Deck haben wir das Bewusstsein. Ja, mit der Maske haben wir natürlich was, das kann auch in uns stattfinden. Das kann etwas mit unserem Selbstbild zu tun haben. Es kann sein, dass man erkennt, wo mehr Schein und Sein ist, wo man seine Identität irgendwie verbirgt, wo man auch innere Zerrissenheiten spürt. Und mit dem Bewusstsein steigt man gerade hier auch in eine höhere Ebene, die sehr wichtig für uns werden kann, weil man da aufwacht, man hat einen klaren Blick, man sieht das innere Licht wieder leuchten und man kann die Situationen, in denen man ist, ganz anders bewerten. Ihr lieben Skorpione, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.